Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so bringt. Ja, hier kriegen wir schon mal als zentrale Aussage gesagt, dass wir vielleicht manches Mal das Gefühl haben, dass wir Situationen nicht bewerkstelligen können oder irgendetwas schaffen können, in dem wir drinstecken. Und hier wird gesagt, du bist stärker, als du denkst. Also du hast die Kraft, wenn du sie brauchst, und du darfst damit auch sorgsam umgehen. Also mit deiner eigenen Kraft. Das ist jetzt sehr passend, ne? Hier haben wir die Macht. Manchmal geht es vielleicht auch darum, die eigene Macht anzunehmen, seine ganze Kraft zu leben. Ja, manchmal müssen wir uns auch wieder zurückermächtigen, selbst ermächtigen, das Leben in die Hand nehmen. Ja, zu gucken auch, wo haben andere viel Einfluss in meinem Leben, die ein bisschen so das Steuer mit an sich reißen. Und es geht auch darum, dass man eventuell das Gefühl hat, dass man seine Gaben falsch einsetzt und irgendwie nicht so ganz richtig in die Richtung reitet, an die man geglaubt hat, oder dass der Ritt an sich schon viel Kraft gekostet hat und man jetzt denkt, oh Mann, ich habe investiert und Kraft verloren und es hat mir nichts rausgebracht, ne? Und es geht zurück zu der eigenen Macht, zu der eigenen Stärke und auch daran zu glauben, dass in einem die Gabe schlummert, mit der man Wohlstand und Träume auch manifestieren kann. Das ist ein schwieriges Thema, denn ich denke, im Leben kommen wir öfters mal an so Stationen, wo wir merken oder fühlen, ich habe jetzt nicht die Kraft, die ich bräuchte. Und dann an diesem Punkt wieder zu sagen, okay, hier, ich gebe mir meine Macht zurück. Um das geht es hier. Etwas nimmt Fahrt auf, etwas kommt in Bewegung. Etwas, was dann auch verbindlich ist oder im Bereich, wo man Verbindlichkeit braucht, sucht. Möglicherweise hast du hier auch die Macht, einen Kreislauf zu durchbrechen. Unterstützung von Freunden, ja, sieht man hier. Vielleicht auch Verbindung zu Menschen, die dir sehr loyal sind, die dich in diesem Fall ermutigen können. Aber auch die klassische Aufforderung, sich selber treu zu bleiben. Es kann hier eine Situation sein, die schwierig ist, ne? Möglicherweise hast du hier einen Einfluss von oben, der auch damit zu tun hat, dass du eventuell ein Thema mit deinen Kindern hast oder ein Kind verloren hast oder ein Tier verloren hast und dass dich etwas viel Kraft kostet. Die Lebenssituation ist schwierig. Hier unten haben wir den Sarg. Hier ist also ein Ende in Sicht der schwierigen Situation und auch das Durchbrechen eines Kreislaufs, der dir vielleicht schon länger an den Hacken klebt. Es gibt eine Aufgabe. Die Aufgabe heißt eventuell auch wieder dran glauben, dass Dinge sich wenden und auch, dass man die Kraft hat, etwas zu bewegen, wieder in Fahrt zu kommen, wo man vielleicht niedergedrückt ist vom Leben. Es geht ja auch darum, wieder Kräfte zu mobilisieren, die vielleicht auch aus einer Reihe Richtung kommen, wo man jetzt nicht drüber nachdenkt. Und es geht um eine Genesung von Emotionen, ne? Mit Uriel hast du hier tatsächlich das Gefühlsleben angezeigt, so dass du dich auch wieder öffnen kannst für Emotionen, für die Liebe
Und dass du auch die Emotionen, die vielleicht dich Kraft kosten, wieder aus deinem Herzen entfernen kannst. Okay. Mach dich nicht klein, greife nach den Sternen. Wir verdienen alle das Beste und wir dürfen uns auch für das Beste einsetzen. Ist natürlich schwierig, ne? Wenn du hier sagst, wow, ich habe keine Kraft mehr für irgendetwas. Mir fehlt es, irgendetwas durchzusetzen, weil ich vielleicht auch glaube, es bringt mir nichts oder es endet wieder in einem Kreislauf. Dann nehme ich halt das Zweitbeste. Und hier wird einfach gesagt, das Zweitbeste ist nicht gut genug für uns. Wir brauchen uns nicht klein machen. Hier kommt eine Genesung auf die Situation. Das haben wir hier auch, ne? Der Sarg beendet die Schwierigkeit. Irgendwas wird in dir auch wieder rehabilitiert, regeneriert und es ist auch im Jetzt zu finden. Wunderbar, wir haben den Helfer des Handelns hier, der sagt uns, dass wir eigentlich gesegnet sind mit vielen wertvollen Dingen, die wir auch können. Und es wäre gut, wenn man sich hier die Zeit nimmt, einen Plan zu erstellen, vielleicht auch das Thema Zeit besser zu managen, also so einen Zeitplan zu machen. Und wichtig halt, die Dinge auch mit Spaß zu machen, nicht mit so einem Gefühl von, ich mache es halt, weil ich es machen muss, sondern da zu gucken, dass die Dinge, die man zu tun hat, eben auch gern gemacht werden und mit einer gewissen positiven Einstellung. Es geht ja auch ein bisschen um die Kompetenz, einen Plan im Leben zu haben, einen Plan B. Und es geht darum, dass du dir überlegst, wo in diesem Spiel oder in diesem Leben habe ich das Gefühl, dass mir die Zeit nicht reicht oder die Kraft ausgeht. Und um zu strukturieren, Alltagskompetenz aufzuweisen, sich Wege zu suchen, die einfach verbindlich und leicht sind und vor allem sich auch selber nicht böse zu sein über die Situation, ne? Wir haben den Pirol. Ja, Hektik, Unruhe, Nervosität. Passt sehr gut, ne? Dieses Gefühl von Überforderung irgendwo. Und hier kommen auch so diese Diskussionen, die anstehen, wo man vielleicht auch denkt, hier nimmt etwas Fahrt auf, hier muss ich für mich einstehen. Hier gibt es Gespräche, die anstehen. Und denkt dann dran, es dient des Gefühlslebens zu regenerieren irgendwo. Also nimm diesen Stress auf dich, um nachher in ruhigeren Fahrwässern zu fahren. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.